Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tueda und herzlich willkommen zum zweiten Photoshop CC Tutorial von Mangakas. Und in diesem Tutorial werde ich euch erklären, wie Ebenen oder Layers auf Englisch funktionieren. Standardmäßig befindet sich der Reiter für die Ebenen auf der rechten Seite. Und wenn man eine neue Photoshop-Datei öffnet, wird immer ein Hintergrund erstellt. Wir können mit diesem Symbol aber auch neue Ebenen erstellen, so wie hier. Diese wird dann Ebene 1 benannt und die nächste Ebene 2 und so weiter. Und wenn wir auf die Arbeitsfläche zeichnen, zeichnen wir dann auf die markierte Ebene. Neben den Ebenen kann man zwei Augensymbole erkennen und damit kann man die Ebene aus- und wieder einschalten. Mit Rechtsklick auf eine Ebene öffnet sich ein Menü, wo man dann die Ebene löschen kann, umbenennen kann, duplizieren kann und so weiter. Vieles erklärt sich selbst, aber einiges auch nicht, aber diese Funktionen sollen uns erstmal nicht interessieren. Die Hintergrundebene ist ein bisschen besonders, das erkennt man auch der kursiven Schrift und wenn man mit Rechtsklick drauf geht, merkt man, dass man die Ebene auch nicht löschen kann und man kann sie auch nicht ausschalten. Und das Schlosssymbol auf der rechten Seite zeigt auch, dass die Ebene geschützt ist. Wenn man den Hintergrund aber gerne ändern möchte, kann man unter anderem mit Doppelklick auf die Ebene, daraus eine ganz normale Ebene erstellen. Und wie wir sehen, verschwindet auch das Schlosssymbol. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man das machen kann. Man kann mit Rechtsklick gehen und dann auf Ebene aus Hintergrund daraus eine normale Ebene erstellen. So, ich erstelle dann nochmal eine neue Ebene. Und wenn ihr aufmerksam geschaut habt, merkt ihr hier, dass da so ein Schachbrettmuster ist. Und dieses Schachbrettmuster bedeutet, dass die Ebene transparent ist und noch nichts auf der Ebene gezeichnet wurde. Und das kann man besonders gut sehen, wenn man den weißen Hintergrund natürlich ausschaltet. Auf das Schachbrettmuster kann man auch ganz natürlich normal drauf zeichnen und ich stelle mir das immer so vor, als würde ich auf eine Folie zeichnen. Wenn wir jetzt noch eine neue Ebene erstellen, wird dann der Vorteil von Ebenen sichtbar. Und zwar macht man das meistens so, dass man auf unteren Ebenen irgendwie eine Skizze zeichnet. Ich werde mal ganz schnell versuchen, eine sehr grobe Skizze zu zeichnen. Wegen der Bildschirmaufnahme ruckelt mein Photoshop ein bisschen und deshalb ist das nicht ganz so einfach. Aber wenn man dann die Skizze fertig hat, geht man auf die Ebene darüber und zeichnet nochmal seine Skizzen ordentlich nach. Das gelingt mir jetzt natürlich nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und dann kann man einfach die untere Ebene mit der Skizze ausschalten und hat dann nur noch die sauberen Outlines. Wenn man sein Bild ausmalen möchte, funktioniert das analog zur Skizze. Man kann eine Ebene unter den Outlines erstellen und dort seine Farbe auftragen. Und das Tolle daran ist, die Outlines werden nicht überdeckt. Ja, das waren die Grundarbeitsweisen mit Ebenen. Und jetzt möchte ich euch noch einige Funktionen vorstellen. Zum Beispiel hier kann man mit dem Regler die Deckkraft einstellen oder den Wert auch direkt eingeben, wenn man möchte. Wenn man später sehr viele Ebenen hat, ist es hilfreich, Ordner zu erstellen. Das kann man mit diesem Symbol hier. Und dann kann man ganz intuitiv die Ebenen in den Ordner verschieben oder wieder rausschieben, wenn man möchte. Und man kann, wenn man möchte, die Inhalte ausblenden, einblenden und natürlich auch umbenennen. Dazu muss man zweimal auf den Namen des Ordners klicken. Oder einfach über das Menü mit Rechtsklick. Das waren dann jetzt die Basics und ich denke, das war bis jetzt eigentlich ganz einfach. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter und zwar stelle ich euch jetzt die Blend Modes vor und auf Deutsch heißt das Mischmodus und wie wir hier sehen, gibt es eine ganze Liste davon. Ich werde jetzt nicht alle Modi erklären, das könnt ihr viel besser googeln, die Erklärungen sind auch dann viel genauer. Ich werde nur auf zwei eingehen und zwar auf den Modus Normal und Multiplizieren. Im Modus Normal wird der Inhalt der unteren Ebenen einfach überdeckt, wie wir das kennen. Und im Modus Multiplizieren wird der Farbinhalt mit den unteren
Ebenen multipliziert und wird dadurch immer dunkler. Diesen Effekt nutzt man auch zum Schattieren aus, da man einfach die gleiche Farbe verwenden kann und die Ebene nur auf Multiplizieren einstellen muss. Interessant für Mangakas oder zum Schattieren können auch die Modi aufhellen sein, dunklere Farben und ja, am besten spielt ihr selbst ein bisschen damit herum, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Modi so alles anstellen. Zur kleinen Demonstration werde ich dann auch mal kurz über die ganzen Modi scrollen und mal zeigen, was so alles passiert. So, das war's dann zum Thema Layers. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao, euer Tuwader.